Willkommen zu den Kobi News auf dem Steine-Kanal. In den nächsten Tagen soll der neue Kobi-Katalog erscheinen. Schon heute können wir euch 15 Neuheiten für die zweite Jahreshälfte vorstellen. Neben der neuen Serie Napoleonic Wars, die weiter bestückt wird, werden auch die Armed Forces und die World War II-Serie Zuwachs erhalten. Vor allem Liebhaber von 1:28 Modellen können sich über neue Sets freuen. Neue Sets: Napoleonic Wars. 2 Sets der neuen Napoleonic Wars Kollektion hatten wir euch bereits gezeigt. 5 weitere Neuheiten wurden angekündigt. Den Anfang macht das Mini-Diorama Napoleon Battle of Moscow mit der Setnummer 20091. Es rückt eine der blutigsten Schlachten der napoleonischen Kriege ins Zentrum: die Schlacht von Borodino. Das gleichnamige Gemälde von Louis-François Baron Lejeune findet sich nun auch als gedruckte Reproduktion im Set wieder. Daneben sind einige landwirtschaftliche Elemente und natürlich die Minifigur von Napoleon Bonaparte Bestandteil des Dioramas. Dieser ist in seiner Generalsuniform auf seinem Pferd dargestellt. Die Darstellung mit seinem roten Umhang ist vermutlich historisch nicht korrekt. Dieser kam eher während seiner Feldzüge in Ägypten Ende der 1790er Jahre zum Einsatz. Das 148-teilige Set soll im November 2025 erscheinen. Ein weiteres Diorama erscheint unter der Nummer 20092. Campagne d'Égypte von 1798 bis 1801, also ägyptischer Feldzug. Neben der Minifigur von Napoleon Bonaparte sind außerdem die Figurenentsprechungen von General Jean-Baptiste Kléber dabei, der Kommandeur der französischen Streitkräfte. Daneben findet sich auch der Entdecker des Steins von Rosette, Lieutenant Pierre-François Borchardt, in dem Set. Bei dem Stein von Rosette handelt es sich um ein Granitbruchstück, das den Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphen lieferte. Das 245-teilige Kobi-Diorama wird eine gedruckte Variante dieses Steins beinhalten. Es ist für September bis Oktober angekündigt. Das zweite Minifigurenset der Napoleonischen Kriege besteht aus preußischen Soldaten. Folgende sind dabei: Landwehr, Lützowsches Freikorps und Linieninfanterie. Alle Figuren sind mit einer Muskete mit aufgepflanztem Bajonett ausgestattet. 2 der Soldaten tragen einen Rucksack. Insgesamt besteht dieses Battle Pack mit der Nummer 20094 aus 39 Teilen. Es soll ab November 2025 erscheinen. Admiral Nelsons Flaggschiff und mit 247 Dienstjahren das älteste noch im Dienst befindliche Kriegsschiff der Welt, die HMS Victory, wird unter der Setnummer 20096 erscheinen. Während der Schlacht von Trafalgar im Jahr 1805 führte sie unter Admiral Horatio Nelson die britische Flotte an und konnte einen entscheidenden Sieg gegen Napoleon erringen. Kobis Version wird im Maßstab 1:144 aus 2380 Teilen gebaut und neben einem Sockel mit gedrucktem Typenschild auch Stoffsegel beinhalten. Das Set entstand in Zusammenarbeit mit The Royal Navy National Museum im südenglischen Portsmouth. Hier liegt die HMS Victory als Museumsschiff im Hafen und kann angeschaut werden. Die Veröffentlichung ist für September bis Oktober 2025 geplant. Die Nelson-Säule, die zu Ehren von Admiral Horatio Nelson erbaut wurde und heute auf dem Trafalgar Square in London steht, wird von Kobi unter der Nummer 20097 umgesetzt. Das Denkmal entsteht aus 85 Steinen und wird nach Vollendung 27 cm hoch sein. Neben einer bedruckten Plakette am Sockel des Denkmals wird auch eine einarmige Admiral Horatio Nelson Minifigur mit Schwarz-Weiß-Aufdruck Bestandteil des Sets sein. Das Set soll im Herbst 2025 erscheinen. Armed Forces. Für den November 2025 wurde der BWP-1 in den Farben der polnischen Armee angekündigt. Das Set mit der Nummer 2630 wird im Maßstab 1:35 aus 752 Teilen gebaut. Eine Minifigur liegt bei. Hierbei handelt es sich um den Kommandanten des BWP.
der seinen Zorn an einer Gruppe von Soldaten auslässt, nachdem diese den Kettenschutz des Panzers zerstört hatten. Seine Leidenschaft für seine Arbeit, gepaart mit einer Vielzahl an Flüchen, machte dieses Video bzw. Meme in den 2010er Jahren sehr berühmt. Der BWP-1 ist seit Jahrzehnten das wichtigste Schützenpanzerfahrzeug der polnischen Armee. Abgeleitet vom sowjetischen BMP-1-Design war das Fahrzeug seit den 1970er Jahren an zahlreichen Übungen und Einsätzen beteiligt und bildete eine tragende Säule mechanisierter Einheiten. Mit der Setnummer 2631 erscheint der BMP-1 ebenfalls im November 2025. Er wurde sowohl von der sowjetischen als auch ostdeutschen Armee eingesetzt und wurde zum Symbol der Militärmacht des Kalten Krieges. In der Kobi-Variante, die im Maßstab 1:35 aus ca. 752 Teilen gebaut wird, hat das Set DDR- bzw. USSR-Prints. Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine 2-in-1-Version handelt. Die Minifigur eines DDR-Soldaten ergänzt das Set. Zwei Neuauflagen des US-amerikanischen Panzers M1A2 Abrams ergänzen das Sortiment im Herbst 2025. Sie sind mit der Lizenz von General Dynamics Land Systems ausgestattet. Den Anfang macht der M1A2 Abrams mit der Setnummer 2632. Er wird im Maßstab 1:35 aus ca. 1013 Teilen gebaut. Das Design des Panzers wurde verbessert, Details angepasst. Bisher ist über eine mögliche Minifigur noch nichts bekannt. Es handelt sich um ein Remake des 2022er erschienenen Sets mit der Nummer 2622. Mit der Nummer 2633 wird die Variante der 1. Warschauer Panzerbrigade umgesetzt. Der Panzer entsteht im Maßstab 1:35 aus 1057 Teilen. Der Abrams wurde verfeinert, so wurde etwa die Sirene an eine neue Position gesetzt und passt damit zum aktuellen Erscheinungsbild der Einheit. Die Vorgängerversion aus dem Jahr 2022 war unter der Nummer 2623 erschienen. Sie besteht aus 1017 Teilen. Die vierte Variante der Phantom II soll ebenfalls im November ihre Premiere feiern. Aus 614 Teilen im Maßstab 1:48 entsteht die F-4M Phantom II der britischen Luftwaffe. Zuvor waren im Januar dieses Jahres bereits die Versionen 5897, 5898 und 5899 erschienen. Great War. Für Ende November 2025 bis Anfang Dezember sind zwei Versionen der Newport 17C1 angekündigt. Bei der Newport handelt es sich um ein legendäres französisches Jagdflugzeug, das von vielen Piloten aufgrund seiner hervorragenden Leistungen geschätzt wurde. Beide Varianten entstehen im Maßstab 1:32 aus 273 Teilen. Die Variante mit der Nummer 2997 wird in französischer Lackierung gebaut. Das Set beinhaltet außerdem die Minifigur des französischen Nationalhelden und Fliegerasses Georges Guynemer. Die zweite Version wird in polnischen Farben gebaut und hat die Setnummer 2998. Zwar besaß das Land nur eine kleine Anzahl der Doppeldeckerflugzeuge, dennoch besitzen sie eine große Bedeutung. Sie waren die ersten Flugzeuge mit Schachbrettmuster, die bis heute Symbol der polnischen Militärluftfahrt sind. Historical Collection World War II. Im Oktober 2025 soll unter der Setnummer 2663 die Panzerhaubitze Hummel erscheinen. Das Sonderkfz 165 wird im Maßstab 1:28 aus 1116 Teilen gebaut. Zwei Minifiguren ergänzen das Set. Bisher hat es von Kobi nur eine Hummel gegeben. Das Set mit der Nummer 2516 wurde in einer Wintertarnung von der Ostfront 1944 dargestellt. Es besteht aus 575 Teilen und ebenfalls zwei Minifiguren. Es war im Jahr 2018 erschienen. Für den Dezember 2025 sind zwei Varianten des Panzerkampfwagen 38T angekündigt. Mit der Setnummer 2667 erscheint der Panzer 38T, der die tschechoslowakische Version des leichten Panzers darstellt. Dieser war noch vor der Einführung und nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei von der deutschen Wehrmacht übernommen worden. Das Set wird im Maßstab 1:28 gebaut und besteht aus 687 Teilen.
Von Kobi hat es bisher nur einen Panzer 38T gegeben. In dem Zweierset Battle of Arras mit der Nummer 2284 gab es einen 1:35 Panzer in der Ausführung S, der auf einem Ausstellungsstück basiert, das im Deutschen Panzermuseum Munster zu sehen ist. Eine Variante des Panzers 38T ist der Geschützwagen oder Sturmpanzer 38 Ausführung M mit dem Suggestivnamen Grille. Kobis Variante wird im Maßstab 1:28 gebaut und aus 705 Teilen bestehen. Die Grille trägt die Setnummer 2666. Da die Setnummern 2662, 2664 und 2665 bisher nicht vergeben sind, könnte es weitere Varianten, unter anderem einen Jagdpanzer 38T Hetzer geben. Soweit zumindest unsere Vermutung. Kurznews: Kobi ändert Boxdesign. Kobi hat das Boxdesign erneut angepasst. So ist die Schriftfarbe für das Set jetzt weiß, der Hintergrund dramatischer, die Lizenzgeber etwas größer auf der Packung dargestellt. Vor einigen Jahren war die Gestaltung der Box bereits verändert worden. Alle Sets erhalten nach und nach die modernere Variante. Gibt es bald ein Kobi-Nashorn? Ende des Jahres könnte es das Sonder-Kfz 164, umgangssprachlich auch als Nashorn bezeichnet, als Kobi-Set geben. In einem Post in den sozialen Medien fragte Kobi nach der Meinung der Nutzer. Dies lässt vermuten, dass ein solches Set geplant ist. Änderung August-Neuheiten: Der für den 12. August 2025 angekündigte Lockheed F-104 Starfighter soll nun erst am 25. August erscheinen. Weitere Verschiebungen könnt ihr auf unserem Trendgames-Blog nachlesen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Update: Neues Exklusivset. In unseren Juli-Neuheiten hatten wir euch das Set des Volkswagen T2B Campervan vorgestellt. Dieses war ursprünglich unter der Setnummer 24620 angekündigt worden. In den offiziellen Kobi-Neuheiten war es dann unter der Nummer 24653 angekündigt worden. Nun teilte uns Kobi mit, dass es sich hierbei um ein exklusives Set handelt. Es wird demnach nicht in den allgemeinen Verkauf gehen. Und wer von euch im Raum Hamburg unterwegs ist, kommt mich doch gerne mal in meinem Ladengeschäft in Hamburg besuchen. Wem das zu weit ist, der findet natürlich auch die hier erwähnten Sets zum Vorbestellen in unserem Onlineshop auf trendgames.de. Also schaut gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Und dann haben wir noch 2 alte und ein neues Giveaway. In unserer Kobi News Nummer 93 hattet ihr die Möglichkeit, das Kobi-Set mit der Nummer 2657, das Sonder-Kfz 222 zu gewinnen. Hierzu habt ihr mir eure liebsten Eissorten verraten. Vielen Dank hierfür. Und gewonnen hat Ronny Nagel. Sowie in der Kobi News Nummer 94 ging es beim Gewinnspiel um Brettspiele und passend hierzu konntet ihr das Kobi Battle of Midway Brettspiel mit der Setnummer 22105 gewinnen. Und gewonnen hat hier With the Bash 1329. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreibt mir noch eine E-Mail an info@steine-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn jeweils senden soll, und gebt mir bitte noch euren YouTube-Namen mit an. Und mit dieser News habt ihr die Möglichkeit, die Messerschmitt BF 100G mit der Setnummer 5761 zu gewinnen. Dies ist ein Dankeschön an alle Abonnenten des Steine-Kanals hier auf YouTube. Um teilzunehmen, seid natürlich Abonnent, gebt diesem Video einen Daumen rauf und hinterlasst einen Kommentar mit dem Wort Lieblingsgetränk. Kaffee, Tee oder Cocktail? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Teilnahmeschluss ist der 7. September 2025. Der Gewinner wird aus allen veröffentlichten Kommentaren mit dem Schlüsselwort Lieblingsgetränk ermittelt. Und an dieser Stelle habe ich dann wie immer noch 2 Videoempfehlungen für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.